So, ein bisschen Senfkörner nehme ich dann zu der Mischung. Hier erstmal ein bisschen Anis. Beide Senf und Anis nimmt der Fisch aus dem Fisch. Er hilft damit, den Fisch ein bisschen zu neutralisieren. So, das ist Fenchel. Also Fenchelsamen, Anis und Senfkörner, finde ich, passt ganz gut dazu, weil es nimmt ein bisschen der Fisch aus dem Fisch. So, ich mache die nur grob, so dass es ein bisschen da rauskommt. Also, da kriegen wir die Geschmäcker ein bisschen raus. Dann mische ich das zusammen mit, in meinem Fall dann beim Weizen eine Mischung von 60% Zucker, 40% Salz. Da sind die Philosophien ein bisschen unterschiedlich. Wenn man mehr Salz hat, dann geht es schneller, das ganze Prozess. In unserem Fall, wir beizen dann 3 Tage. Wir müssen dann 3 Tage beizen, weil wir mehr Zucker haben. Zucker habe ich, weil ich finde, der Endergebnis besser, wenn es ein bisschen weniger salzig ist, ein bisschen neutral. So, dann kommt Salz dazu, Mischung hiervon, Zitronenpfeffer, wenn ich den finden kann. Da. So. Also Beizen ist ein altes Verfahren. Es geht mindestens zurück zum Wikingerzeit in Schweden. Es heißt Gravlax. Gravlax, Grav übersetzt Grab auf Schwedisch. Und der Grund, warum es so heißt, ist, dass man also den Lachs mit dieser Mischung einreibt. Dann macht man Druck oben drauf, so dass die Flüssigkeit aus dem Fisch gehen soll, gleichzeitig dann Haltbarkeit reinkommt. Ja, und das ist das ganze Prozedere. In früheren Zeiten, wo es keine Kühlschränke dann gab, hat man es in die Erde gesteckt, also in ein Grab aufbewahrt. Und daher der Name. Ja, hier sieht man das Endprodukt. So ist das Gebeizte dann paketiert bei uns, wenn es ein Stück gibt. So, Idee ist jetzt, dass wir einen Grund legen mit dieser Mischung. Das heißt, legen ein bisschen hier so auf dem Boden. Ein Lachsfilet. So ungefähr. So, man soll das versuchen, möglichst kompakt zu halten. Also hier kommt eine Mischung. Reiben wir so ein bisschen ein. So, dann kommen weitere Filets oben drauf. Und dass es möglichst dann kompakt gehalten wird. So. Suchen wir, dass es überall ankommt. Und man sieht hier, dass es jetzt schon anfängt, die Flüssigkeit aus dem Fisch zu nehmen. Also es reicht, dass man ein bisschen was macht und dann geht's los. So steht es jetzt 6 Stunden draußen in Zimmertemperatur. So.
So. Jetzt gibt es hier Druck. Wegen dieser Deckel hier haben wir ein bisschen Druck erzeugt. Da darf es jetzt 6 Stunden stehen. Ja, uns ist wichtig, dass wir alles verwenden. So kommen diese Lauch. Dasselbe gilt für die Fischstücke, die dann quasi Sachen ist, was man normalerweise wegschneiden muss. Und das benutzen wir dann in der Suppe. Und das werden wir jetzt dazu fügen. Die Tomate in Form von Tomatenpüree oder Mark. Und ein bisschen angerüstet ist der dann. Und das kommt jetzt in der Brühe. Ohne Plastik. Das kommt jetzt, das wird besser. Komm. Hier ein bisschen aufbauen. Das soll auch aufkochen, das wird ein bisschen dauern jetzt. Jetzt, wenn es einmal aufgekocht ist, ne, dann machen wir alle diese Stücke rein. Dann darf es nochmal aufkochen. Dann werden wir es schäumen. Das heißt, der Protein löst den Schaum aus. Das wollen wir entfernen, um möglichst eine klare Suppe zu haben. Das wird ein bisschen dauern, aber dann kommt dieser Schaum. Dann versuchen wir das zu entfernen, so gut wie es geht. Danach kommt meine Gewürzmischung dazu. Und da ist wieder Anis, Fenchel,
Ein bisschen Thymian und Lorbeer am Start. Ja, ich glaube, jetzt können wir loslegen. Das sind die unterschiedlichen Fischsorten, die wir jetzt haben. Seelachs ist dabei, Kabeljau ist dabei, Heilbutt ist dabei. Wir haben auch Lachs, auch wenn nicht so viel. Also. Nehmen wir ein bisschen Fenchel. Und Lorbeer. Und zuletzt ein bisschen Thymian. Ja, du siehst, da oben hast du Flüssigkeit. Siehst du? Also vor allem das Salz, was die Flüssigkeit aus dem Fisch zieht. Zucker braucht länger, macht das auch, aber braucht länger Zeit. Aber du siehst die Grenze hier. Das heißt, das hier wird alles in ein paar Stunden flüssig.
Geht? Ich mache jetzt die Salate, ja. Ja.
Tschüss, danke. Schönen Tag noch. Anhängen. Als eine Seite und auf die andere Seite. Das ist eine Nummer größer. Dann mache ich einen. Nee. Na, einer ist für draußen, einer ist für hier. Ja. Das ist so falsch. So, hier kommen die Holzspäne. Je nach Größe des Filets. Vergisst man dann die Menge. Jetzt machen wir ein Doppelfilet. Dennis, gibst du mir den Lachs bitte? So, da also der gebeißte Lachs, Fenchel, Anis, Senfkörner sieht man deutlich. Müssen wir jetzt ein bisschen trocken machen. Ja, man merkt hier, dass es richtig hart geworden ist durch die Beize. Also es ist nicht mehr so flexibel.
So, jetzt muss die dicke Seite gegen die dünne kommen, sodass es gleichmäßig hier geräuchert wird. So, in etwa 10 Minuten wird es hier Rauchentwicklung dann geben. Und dann packe ich der Thermometer dazu. Ja, Wasser kann ich rein tun. Hier uns hinten im Lager liegt auch noch Mutti rum, ne? Ja, der rum, ja. So, das reicht. Wir suchen jetzt eine Kerntemperatur von etwa 57 Grad, wo es schön saftig ist, aber gleichzeitig dann durchgegart. Und dafür benutzen wir diese Thermometer, der eigentlich ursprünglich aus dem Arzneimittelindustrie kommt. Also ist wahnsinnig schnell und präzise und ja, für den Kochen ideal. Wir werden jetzt 3 Sorten Brötchen machen und ein Sandwich. Für die Matschesbrötchen brauchen wir hier braune Butter und Apfel. Mit Apfelspelchen, wir haben eine schwedische Matches, ein Frischkäse, Kräutercreme und eingelegte Zwiebeln. Das ist dann eingelegt in diese Marinade. Und der schwedische Brandweinessig. So, sieht ein schwedischer Matches aus. Matches ist die Sorte natürlich. Die Marinade besteht aus Sandholz, daher die rote Farbe. Piment, Nelken, hat also ein bisschen Weihnachten in sich. So, obendrauf kommt jetzt unsere braune Butter und Apfel. Ich liebe einfach die Kombination mit den Apfel, brauner Butter, Matches. Können wir schon großzügig sein?
Morgen. Ein bisschen Salat. Meine Eltern hatten ja einen Fischladen. Da habe ich angefangen zu arbeiten mit 11. Da hatten wir weniger Street Food. Wir hatten mehr von dem, was wir hier in den Theken sehen, mit Garnelensalat, Lachssalat, Hering, unterschiedliche Lachsspezialitäten. Wir hatten da eine Fischsuppe, das weiß ich. Der war ein bisschen anders als der wir jetzt hatten. Aber so auf der Weg komme ich zu Delikatessen, zu Fisch, zu nordischer Markthallentradition eigentlich. Ja, angefangen habe ich damit mit geräuchertem Lachs im Brötchen, so wie eine Fischsuppe. Und danach ist es dann relativ schnell gewachsen, so dass wir viele Produkte angeboten haben. Wir haben die Devise, dass wir alles hier selber herstellen. Das Einzige, was wir nicht herstellen, das ist unser kalt geräucherter Lachs. Das macht den Big Sanders Räucherei in Stockholm für uns. Die sind gute Freunde von mir und haben wirklich eine hervorragende Qualität, beliefern unter anderem der Königshaus und so weiter mit dem kalt geräucherten Lachs. So, 58 Grad, ist jetzt fertig. Thermometer raus. Schöne Farbe, ne? Bei Dekorieren geht es immer um Kontraste zu schaffen. Das hat mir Dennis irgendwann beigebracht. Und das stimmt auch. Also wenn man Kontraste schafft, kriegt man ein spannender Bild sozusagen. Ja, und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Jetzt richten wir es um vielleicht. So. Und das ist unser Najod geräucherter Lachs. So, in der Suppe haben wir dann verschiedene Sorten vom Fisch. Heute habe ich da Lachs, Seelachs und Kabeljau.
Krabbensalat, na klar. Der Skagen. In so einen Topf. Genau. Was ist dein Wunsch, der? Ja, schon, danke. 19 € haben wir da. Eine Tüte für Sie? Guten Morgen. Morgen. Ich kann nicht warten. Nein, alles gut. Wir quatschen nur ein bisschen. Ja, wie immer, ne? Zweimal. Einmal. Ja. 21? Prima. Ja, danke schön. Vielen Dank. Danke auch. Schönen Tag noch. Gleichfalls Ihnen auch, danke. Bis nächste Woche. Ja. Guten Morgen. Was darf Schönes sein? Lachsbrötchen. Ja. Ja. So auf der Hand. Mhm. Ja, wir haben auch abgepackte Stücke, die ein bisschen länger haltbar sind. Das würdest du jetzt essen. Also zum jetzt Essen hier vorne. Okay, gut. Messer, Gabel, ne? Ja. Dann haben wir 19 € insgesamt. Ein Zehner eventuell dabei. So, und Sie bekommen 40. Guten Appetit. Dankeschön. Was darf Schönes sein? Einmal. Ich brauche ein paar Minuten, weil ich habe die gerade angemacht. Also ja, 5 bis 10 Minuten ist das soweit. Juli, du willst doch Lachs, ne? Ja, Wie viel? 2? 2 Scheiben bitte. 2 Scheiben. Ja, ja, das ist morgen. Ja, am Morgen. Morgen. Die habe ich da. Und dann noch 100 Gramm von dem Lachssalat. Gerne. Soll ich was nehmen? Schön, war sehr Danke. lecker. Vielen Dank. Ja.
bringen Sie morgen wieder Oskar, Helene? Onkel Toms. Helene, genau. Ja, ich verwechsel die auch, aber Also morgen Onkel Tom. Onkel Toms. Dann lassen wir sie nicht heute dabei. Und dann habe ich noch 2 Fragen. Die erste, Färbeliner Platz. Sind Sie da auch? Ja, dienstags. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Bis bald. Bis dann. Hi. Scorpio. So, einmal Fish and Chips. Vielen Dank für das Warten. Ja. Danke. Schönen Tag. Ja, die haben wir hier am Morgen geräuchert. Die haben ein bisschen anders als die kalt geräucherte von Charakter hier. Ja. Ich finde, der sieht einfach auch toll aus, wenn er so da liegt. Ja, Mit, bekommt so eine schöne Farbe, Ja, ne? ja, genau. Das schwedische Gold Ja, nennt man das. Ein bisschen Aioli. ja. Was zu trinken oder ein Brötchen dazu? Brötchen auch ein. Und willst du auch was trinken? Alkoholfreie Wodka mit Sprudel oder ohne? Na klar. So, dann haben wir die 2 da. Ein mit Sprudel, das wäre der Kandidat. Ne?
Spezialleben haben wir für die Goldhammer und Sandgrund, die hier am Wunderstolzer Straße, da kann man den finden. Aber es ist nicht so einfach. Aber gute Wärmearbeit haben wir die gemacht. Also es kommt so rüber, als wäre es genau dasselbe. Dann haben wir 2 Portionen Fisch und Chips. Guten Appetit wünsche ich. Aioli? Nein. Und einen guten Appetit wünsche ich. Was mitnehmen oder? Ja. Hier haben wir unseren Lachskisch. Ach ja, geben Sie mir Lachskisch. Ja, einmal? Ja, einmal zum Mitnehmen. Gerne. Krabbensalat haben Sie auch. Habe ich da. Ja, Sie haben recht. Ja, ich weiß ja, weil ich ja nicht so viel schaffe. Okay. Ja. 57, dann haben wir 14,50. Woher kommt denn die Leidenschaft? Mein Vater, Fischhändler, sein ganzes Leben im Prinzip. Meine Mutter hat wahnsinnig gut gekocht. Und ich glaube, meine Liebe zu Essen kam ja, durch eine Mischung da. Aber von meinem Vater habe ich in erster Linie gelernt, dass das Handwerk mit Lachs umzugehen, zu verkaufen, alle diese Bestandteile. Und das Kochen von meiner Mutter vielleicht, ja. Für mich ist auf jeden Fall Kochen extrem wichtig. Ich sehe es als der Höhepunkt meines Tages, wenn ich esse. Was dazu führt, dass ich meistens vor 19 Uhr nicht esse, weil ich einfach nicht die Ruhe dafür habe. Also ich mache Ramadan ganzjährig.